Welt spricht sozusagen Cloud. Sie alle kennen bestimmt schon, oder haben diesen Fernsehspot zum Thema Cloud Computing bestimmt schon mal gesehen. Und als ich den zum ersten Mal sah vor einigen Jahren, war meine Vermutung, dass Cloud Computing irgendeine neue, moderne Bildbearbeitungssoftware von Microsoft sei. Ist natürlich nicht ganz so. Frage vielleicht an Sie, wer von Ihnen meint denn zu wissen, was Cloud Computing ist und was es kann? Einfach vielleicht nur kurz strecken, Arm hoch, reicht schon. Der Rosch zählt nicht. Na gut, also sind Sie, denke ich, alle richtig hier. Ja, wir lernen von vielen, vielen Fachbegriffen zum Thema Cloud Computing jeden Tag in den Medien sozusagen fast schon überrollt. Sie alle werden bestimmt schon mal diese Fachbegriffe hier irgendwo gelesen oder gesehen haben. Und auf den ersten Blick scheint es natürlich erstmal alles komplett völlig sinnlos, hat keinen Zusammenhang. Bringen wir diese Fachbegriffe einfach mal in eine andere, geordnete Reihenfolge, dann könnte das so ungefähr aussehen. Und man könnte jetzt mit etwas Fantasie erahnen, um was es da geht, aber auch wirklich nur Beweis ist. Nur damit wir verstehen können, was Cloud Computing vor sich geht, müssen wir uns einfach zuerst mal die sogenannte Cloud Foundation anschauen. Die Cloud Foundation ist sozusagen das Fundament dieser ganzen Technologie. Und diese wird gebildet durch Rechenzentren, die hier durch skalierbare Hardware, Rechenkapazität, Software, aber eben auch Speicherplatz für Sie als Anwender bereitstellen. Und diese IT-Dienstleistungen, nennen wir es einfach mal, die dort bereitgestellt werden, die können Sie dann über das Internet als Anwender abrufen. Man könnte also sagen, die Cloud ist sozusagen eine abstrahierte Form oder ein abstrahiertes Netzwerk aus IT-Dienstleistungen. Oder, noch einfacher betrachtet, ist es einfach eine moderne Weiterentwicklung des traditionellen Rechenzentrums. Das ist ja ein Begriff, den Sie doch, denke ich, alle kennen. Darüber hinaus gibt es in der Cloud noch unterschiedliche Bereitstellungsmodelle, an der Zahl 3 Stück. Das erste ist die sogenannte Public Cloud. Und hier symbolisiert mit so einem Tresorschluss durchgestrichen. Hierbei handelt es sich um öffentliche Netzwerkdienstleistungen, die nur geringen Sicherheitsstandards unterliegen. Beispielsweise Google Mail oder Webmail, da haben Sie die Möglichkeit als Anwender, einen IT-Dienst sozusagen zu nutzen über das Internet, wo Sie Ihre E-Mails, aber auch Ihre Kontakte oder auch Ihre Termine, aber auch Dokumente und Bilder beispielsweise abspeichern und zentral dort zugreifen können. Diese sogenannten Public Cloud Dienstleistungen werden in der Regel für eine breite Masse an Klienten bereitgestellt, sind in der Regel standardisiert und können auch angepasst werden. Daneben gibt es die Private Cloud und hier eben den Tresorschloss wieder symbolisiert. Hierbei handelt es sich um ein hochsicheres Netzwerk, was speziell eben für Unternehmen oder eben aber auch für einzelne Einrichtungen und dann eben aber auch individuell für diese bereitgestellt wird. Public Cloud, die Private Cloud, unterliegt einfach höchsten Sicherheitsstandards und einer sehr hohen Ausfallsicherheit. Das dritte Modell im Bunde ist die sogenannte Hybrid Cloud, wie es der Name auch schon verrät, ist eine Mischung einfach dieser beiden ersten, Public und Private Cloud. Ja, grenzenlose Möglichkeiten von Cloud Computing verstecken sich sozusagen im Konzept. Das Zentrum, der Grundgedanke des Cloud Computing ist sozusagen, dass man Daten omnipräsent, also allgegenwärtig verfügbar machen kann. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, über das Internet dann später auf Ihre Anwendungen und Daten zuzugreifen. Aber, wie gesagt, nur dort auch, wo Sie über die Internetverbindung verfügen. Und diese bereitgestellten Daten stehen dann, und das ist das Schöne an dieser Technologie, nicht nur an unterschiedlichen Standorten zur Verfügung, sondern eben auch zum Abruf für mehrere Geräte. Das heißt nicht nur PCs oder Notebooks, sondern eben auch die sehr modernen Geräte heute auf dem Markt, Smartphones oder Tablet-PCs, aber auch Kopierer und Drucker können an ihre Private Cloud angebunden werden. Cloud Computing verschafft Ihnen einfach mit dem Konzept, was dahinter steht, die entsprechenden Freiheiten, die Flexibilitäten,
die Sie bei eventuell besonderen Anforderungen benötigen, da Sie halt nicht mehr standortabhängig sind. Durch Cloud Computing können dadurch natürlich auch ganz neue Arbeitsmodelle entstehen. Das liegt letztendlich an Ihnen, wie Sie diese Technologie einsetzen möchten. Es gibt schon heute eine Vielzahl an Cloud-Dienstleistungen, welche Sie einfach beispielsweise aus einer Speisekarte anbieten können. Hierzu vielleicht ein kleines Praxisbeispiel. Der Server ist beispielsweise inzwischen in Jahren gekommen und Neuanschaffung ist aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht derzeit nicht möglich. Oder aber auch Sie möchten eine Außenstelle anbinden. Dann wäre beide diese Szenarien Cloud Computing und das Cloud Computing die richtige Lösung. In der Praxis würde es so aussehen, Sie würden sich einen Cloud-Anbieter aussuchen, der Ihnen diese Dienstleistung anbietet und würden eben hier aus einer Speisekarte die für Sie notwendigen Cloud-Dienstleistungen anbieten bzw. auswählen. Es könnte so ausschauen, dass Sie beispielsweise für Ihre serverabhängigen Anwendungen, welche Sie auslagern möchten in die Cloud, einen sogenannten Cloud Application Server mieten. Obendrauf packen Sie noch einen Cloud Druckserver, damit Sie Ihre Daten auch drucken können. Und damit Ihre Daten auch sicher sind vor Fremdzugriff, nutzen Sie einfach noch ein Cloud-Sicherheitspaket. Ja, das Ganze hört sich erstmal unglaublich einfach an, ist es aber in der Praxis tatsächlich auch. Also es ist wirklich ganz bequem, Sie bieten letztendlich Produkte an, die Sie einsetzen müssen oder möchten und haben dadurch einfach das Leben leichter und müssen sich um Ihre eigene IT kümmern. Der wirtschaftliche Vorteil der Cloud Computing liegt letztendlich auf der Hand. Sie sparen sich nicht nur die teure Anschaffung von harten Software, sondern eben aber auch die Betriebskosten, die Wartungskosten und auch die Instandhaltungskosten Ihrer IT. Denn das alles bekommen Sie für ein monatliches Entgelt in der Cloud sozusagen bereitgestellt. Darüber hinaus ein großer Vorteil auch der Cloud-Dienstleistung ist es so, dass die Cloud-Dienste in der Regel sehr skalierbar und auch redundant sind. Das heißt, Sie sparen sich dadurch sehr viel Ausfallzeit in Ihrer IT-Infrastruktur und sparen sich dadurch natürlich auch eine Menge Arbeitszeit, die im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre natürlich dann auch erheblich ist, und haben dann auch wieder mehr Zeit fürs Wesentliche. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Cloud-Services Dienstleistungen sind, die aus einem Rechenzentrum hervorgehen und dem Anwender über das Internet bereitgestellt werden. Das ist vielleicht nochmal so abschließend zum Cloud Computing. Und genau das machen wir für Sie bei der Firma Siemens seit bereits 6 Jahren. Wir haben aus dieser Speisekarte an Cloud-Dienstleistungen, sogenannte leckere Cloud-Menüs für Sie zusammengestellt und bieten diese direkt in unserem firmeneigenen Rechenzentrum in Freiburg für Sie an. Es arbeiten inzwischen über 500 Anwender bei uns und genießen diese Menüs oder diese Dienstleistung täglich von uns. Ich denke, das ist auch schon eine so hohe Zahl von Anwendern, die wir uns anfänglich gar nicht, sage ich mal, erträumt hätten. Aber ich denke, diese hohe Anwenderzahl sagt auch aus, dass die Technik wirklich ausgereift funktioniert. Vielleicht ganz kurz zu unseren Cloud-Dienstleistungen im Detail. Zu Cloud-Menüs, das wäre das Basic Hosting und Premium Hosting. Das sind beides Cloud-Produkte aus dem Bereich der Private Cloud, also es unterliegen höchsten Sicherheitsstandards und hohe Ausfallsicherheit. Und als dritte Cloud-Dienstleistung, die ich Ihnen jetzt kurz präsentieren werde noch, wäre das Exchange Online, welches wir als Abrundung mit unserem Programm aufgenommen haben. Und hier handelt es sich allerdings um eine sogenannte Public Cloud, also eine öffentliche Netzwerkdienstleistung, die nur geringen Sicherheitsstandards unterliegt. Bei dem Basic Hosting haben Sie die Möglichkeit, Ihre Swing-Anwendung zu uns in die Cloud zu legen. Sie erhalten dafür einen Speicherplatz auf einen Server, ein Backup-Paket und ein Druckpaket, das Sie dann ausdrucken können und haben dann die Möglichkeit, standardunabhängig auf Ihre Swing-Anwendung zuzugreifen. Beim Premium-Hosting haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich Ihre kompletten Anwendungen, also nicht nur die Swing-Applikation, sondern alle anderen Anwendungen, die Sie bei sich in der Einrichtung einsetzen, zu uns auszulagern. Wiederum mit gleichen Paketen, Sie kriegen ein Backup-Paket natürlich und ein entsprechendes Druckpaket. Zusätzlich bei dem Premium-Hosting unterstützen wir einen Server auch mit einem Antivirenpaket, damit auch Ihr Server vor Fremdzugriff geschützt ist. Ja, und
Wem das Ganze noch nicht reicht, der kann sich sozusagen obendrauf noch ein Dessert bestellen. Das sind so Hosting Plus Pakete. Möchten Sie beispielsweise in Ihrer Private Cloud über einen sicheren Internetzugang verfügen, das heißt mit Antivirenschutz und Contentfilter, oder möchten, das ist eben auch der Punkt, um den es jetzt heute geht, ein mobiles Endgerät mit anbinden, also beispielsweise ein Smartphone oder ein Tablet-PC, dann buchen Sie einfach das entsprechende Hosting-Paket oben drauf, eben ganz nach dem Geschmack. Als drittes Cloud-Menü Exchange Online, wie gesagt Anfang des Jahres aufgenommen. Vielleicht gerade für die unter Ihnen, welche intensiv das Microsoft Outlook und den Outlook-Kalender nutzen, ein verzichtbarer Cloud-Service. Dieser es Ihnen ermöglicht, auch eben Ihre kompletten Outlook-Daten, also Ihre E-Mails, Kontakte, Termine quasi in die Cloud zu legen und dann auch standardunabhängig von mehreren Endgeräten auf Ihre Daten zuzugreifen, also beispielsweise von Ihrem PC, Smartphone, Tablet-PC oder eben aber auch von zu Hause aus, wenn Sie es möchten. Was hier noch oben drauf kommt beim Exchange Online, hier haben Sie diesen Exchange-Kalender auch zur Verfügung, der es Ihnen ermöglicht, im Prinzip Kontakte mitarbeiterübergreifend, Kontakte und Termine mitarbeiterübergreifend zu planen. Sie können andere Mitarbeiter zu Terminen einladen. Sie haben auch die Möglichkeit, Zugriff auf andere Mitarbeiterkalender zu nehmen. Vorausgesetzt natürlich, Zugriffsrechte erlauben das. Und Sie haben auch die Möglichkeit, in diesen Exchange-Kalender Ressourcenkalender zu führen, beispielsweise um Ihr Besprechungsraum oder um Ihre Dienstfahrzeuge zentral zu verwalten. Das alles geht mit Exchange Online. Und an dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz, der Dienst Exchange Online und auch das Basic Host Menü wäre für Sie 30 Tage zum Test kostenlos. Sie können sich es einfach unverbindlich anschauen, ausprobieren, ob es nach Ihrem Geschmack ist. Und das, wie gesagt, ganz unverbindlich. Das war übersprungen. So. Ja, grenzenlose Möglichkeiten mit unseren Cloud-Menüs. Sie arbeiten mit unseren Cloud-Menüs standardunabhängig. Sie haben Zugriff auf alle Anwendungen und Daten, die Sie in die Cloud legen, und das von mehreren Standorten gleichzeitig und in Echtzeit, also ohne Synchronisation. Sie haben die Anbindung mobiler Endgeräte, das heißt nicht nur Notebooks, sondern eben auch Smartphones und Tablet-PCs. Und Sie arbeiten dadurch natürlich effizienter, leistungsoptimiert und flexibel. Und Ihre Vorteile, die daraus entstehen, vielleicht einige zumindest, wir vermieten Ihnen die entsprechend notwendige Hardware, die Sie benötigen. Sie müssen sich also darum nicht mehr kümmern. Übernehmen das Einspielen sämtlicher Updates, also nicht nur für die Sync-Produkte, sondern eben auch für die Systemplattformen, für die Server, für die Sicherheitssysteme. Und wir sichern natürlich Ihre wertvollen Daten, das ganze Jahr über an 3 verschiedenen Standorten. Und ich glaube, das Allerwichtigste zu dem Thema Cloud Computing, es gibt ja inzwischen unglaublich viele Cloud-Anbieter auf dem Markt, die mit verschiedensten Services sich auf dem Markt tummeln und diese anbieten. Und an dieser Stelle muss man vielleicht sagen, wenn Sie sich jetzt mit dem Thema aktuell auch beschäftigen, bevor Sie Ihre Daten irgendwo hinlegen, egal ob es jetzt nur die Outlook-Daten sind oder eine ganze Anwendung, überlegen Sie sich gut, zu welchem Anbieter Sie gehen, wo Sie Ihre Daten hosten lassen. Bei manchen Großanbietern ist es sehr, sehr schwierig, da auch jemand zu erreichen, der Probleme hat. Also da reden jetzt nicht nur von Stunden, sondern teilweise von Tagen und Wochen, wo sie niemanden ans Telefon kriegen. Deswegen sollte man sich davor wirklich sehr gute Gedanken machen, wie man seine Daten hinlegt. Ja, Sie erhalten natürlich dann eine erhöhte Ausfallsicherheit, eben durch die Private Cloud, weil wir entsprechend moderne Sicherheitstechnologien für Sie im Einsatz haben. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Appetit machen zu dem Thema Cloud Computing und vielleicht auch für diejenigen unter Ihnen, welche bereits Cloud Service nutzen. Es sind durchaus einige hier, schon Cloud Service von uns genießen. Vielleicht auch für diejenigen unter Ihnen etwas Neues dabei. Und Sie sollten sich auf jeden Fall mit dem Thema Cloud Computing in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen, weil Cloud Computing ist Ihre Zukunft. Es ermöglicht unglaublich Möglichkeiten, ganz neue Einsatzmöglichkeiten von Software, wie gesagt, dadurch auch ganz neue Arbeitsmodelle.